Ja, hallo und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Tex Murphy Tesla-Effekt. Ja, und wie bei jeder Anmoderation habe ich zu bemängeln, dass wir immer noch nichts von Nikola Tesla erfahren haben. Ich bin übrigens jetzt mal ins Schlafzimmer gegangen, weil ich glaube, ich habe es dreimal oder so hintereinander im Büro begonnen. Und dann habe ich gedacht, dann nimmst du mal ein anderes Startbild. Hier können wir übrigens mal schön schauen. Unsere Mike and Ike Hammer Sammlung ist mittlerweile auf 10 gewachsen. Das heißt, wir haben die Hälfte. Apropos Sammlung, wir haben auch noch das Problem mit diesen Karten hier, von denen ich vermute, dass wir von diesen Baseball-Sammelkarten, von denen ich vermute, dass wir 9 brauchen. Aus dem Haus der, wie heißt sie noch? Ariel Bauer heißt sie. Ariel Bauer. Ähm, und Moment. Ja, aber da konnten wir irgendwie nur 7 auftreiben. Ja, unsere zweite Sammelleidenschaft. Baseballkarten. Hier hat sich in der Zwischenzeit auch nichts ergeben. No messages on the vid phone. Keine Videonachricht. Aber wir wissen mittlerweile, dass... Oh, wie heißt denn der Kollege noch? Der Mann von Ariel Bauer. Ich habe den, also der Herr Bauer, Mr. Bauer, hat unser Gedächtnis gelöscht. So schlau sind wir jetzt, dass der da was für erfunden hat, eine Maschine, mit der man das Gedächtnis löschen kann. Ja, was uns weiterhin fehlt, ist ein Hinweis auf diesen russischen Handlungsstrang. Also diese weiße Bewegung. Was mich auch stark wundert, ist, dass die Ampulle hier weg ist. Ne? Das Bleirohr liegt noch da, die Ampulle ist weg. Ja. Auch enttäuschend war der Lama Club, der war halt zu. Die hat jetzt auch nichts Neues geöffnet. Quatsch, der Lama Club war nicht zu, der war leer. Da war exakt nichts in dem Lama Club. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen rumfragen, weil in einem in einem Strandhaus kann man nicht so richtig weiter. Ich gehe mal zu Louis. Und hänge an der Ecke fest. I hope you don't mind, Mike. I've been telling folks in the neighborhood about your situation, just so they know it's the old Tex they're dealing with. Let me know what else I can do for you. Ja, der gute Louis. Kann mir auch nichts Neues erzählen. Aber immerhin können wir bei ihm mal gucken. Mason Bauers heißt er ja. Ja, das ist der Gehirnchirurg, Neurologe, der in unserem Gehirn rumgefuscht hat. I think everybody's pretty happy that you're back to your old self. Except Rook. That ornery old cuss. No pleasing him, I guess. How are things going for you? Ja, gut. Aber das können wir dir ja irgendwie leider nicht mitteilen hier über das Menü. Ja, der gute Louis hat rum erzählt, dass wir wieder der Alte sind, nachdem wir 7 Jahre lang... Ah, genau, Inspector Burns Barbecue. Hier haben wir den Mojo, ja, für uns diesen Memory Stick dekodieren lassen. Mal gucken, was daraus geworden ist.
So, your memory stick's all ready to go. Now, what do you give me for it? Excuse-moi. Es-tu mojo? Oder, na, dann nutzen wir mal unsere Berühmtheit. Er ist ja ein Fan von uns. How about an autograph? You have the only one. You think I'm gonna solve your case for free just because you're my idol? No, the great Tex Murphy wouldn't lift a finger without compensation. Neither will I. Soll man vorschlagen, Ermittler zu werden? Ich denke, das steckt hier dahinter, hinter neues Berufsfeld. Einschüchtern will ich ihn ja nicht. Der hat uns ja geholfen. Ne? Na kommen Sie mal. Probieren wir es mal darüber. Well, I was going to offer you a very special junior detective badge. I don't want some stupid little orphan Annie ring. I want a memento from one of your cases. Something one of a kind. Etwas, was es nur einmal gibt. Skeptisch, noch skeptischer, Schleimer. Skeptisch? How do I know what's on the memory stick is even worth anything? You know how your cases always have 100 loose ends and you need that one missing piece to tie it all together? Leugnen, Ärger. Na, ich mach mal. Das ist ja auch verwirrend. Where do you find this stuff out? This could be that one missing piece. Mr. Murphy, you need this. Richtig, wir haben nämlich sonst überhaupt keine heiße Spur mehr. Leere Taschen, Phase 5, Akzeptanz. Ach so, das ist, ja, das sind diese 5 Phasen der Verarbeitung, ne, von Trauer oder... Ja, dann gehen wir in Phase 5 und akzeptieren das. Fine. Name your price. Do you remember that sicko who was going around with a liquid nitrogen freeze gun, shooting people and then smashing them? The press called him the Nitro Stalker. You got involved and the cops finally found him a few weeks later, smashed into 1,000,000 pieces. Wie was ich? Der Stickstoffmörder? You think I did that? Everybody knows you were behind that bit of freeze-dried justice. The freeze gun was never found, and I'm betting you took it. I'll trade you the memory stick straight up for it. Ja, die Freeze Gun? Haben wir die nicht bei der Taxifahrerin gesehen? Ja gut, er hilft uns. Also ich will jetzt auch nicht rumverhandeln. Ne? Naja. I'll see what I can do. Aha. So, wir haben einen neuen Punkt, die Frostpistole. Dann erzähl uns mal was über die Frostpistole. Don't know. Ja, das ist erschöpfend. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. I wonder who'd know about that stupid freeze gun around here. Also, Hey, what can I do for you, Murph? du könntest mir was erzählen über eine Frostpistole. You got me there, Murph. Ja. Dann gehen wir zu Zeck in den Electronic Shop. More questions? Why you gotta keep coming back with more questions? That guy's a go-getter. Why don't you get him to answer these questions? Ja, dein Geschäft lag halt näher. Frostpistole. Can't help you with that. Ja, schade, ich dachte, du hättest eine vorrätig. Dann gehen wir mal zu Rook. Ja. Well, if it isn't Mr. Van Winkle. What is it I can help you with, Rip? Ja, so Detektivarbeit ist manchmal schon sehr kleinteilig. Like I always say,
You can take a bum out of a dumpster, but you'll never get a dumpster out of a bum. Ja, ja, ist schon ein Herzchen, der gute Rook. The Frostpistole. freeze gun? The one you pawned that supposedly belonged to the Nitro Stalker? I believe it was purchased by one of those vigilante Morlock hunters. Der Morlock Hunter. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja gut, der Morlock Hunter. Aber da haben wir jetzt... wer ist denn das? Wir haben von den Morlocks erfahren, aber... Dann gehen wir mal zu Clint. Hat hier was getan? Nepp. Die Klingel ist weg. A bell will be placed in the lobby if a clerk is on duty. If a bell is on the front desk, I could ring it and talk to the clerk. A bell will be placed in the lobby if a clerk is on Er ist duty. nicht da. Aber das Rusty Funmaß, was jetzt den Night Templern gehört, hat offen. Das ist eine neue Option. Aber wir gehen erstmal zu unserer Hologrammfreundin Holly. Die ist immer so nett zu uns. Die hat ja auch keine anderen Interessen, als hier rumzustehen. Hey, Tex. How's your case progressing? Schwierig, würde ich sagen. Schwierig geht der Fall voran. Weißt du was von der Frostpistole? Not a clue. Tja. Das ist jetzt wenig. Wir gehen mal zum Lama Club, aber ja, das war ja auch so unbefriedigend hier. Hier haben wir die Tür. Hier haben wir ja nichts gefunden, aber nichts, nada, überhaupt nichts. Und einen dreistelligen Code bräuchte ich auch noch. Na gut. Das heißt dann wohl, wir gehen mal zu den Night Templern, was vorher mal Rustys Funmaß war, also ja, ein Kostümshop oder irgendwie so. Rusty der Clown. Ja, sind wir mal gespannt. Auf geht's. O Lord, we beseech thee, Give us strength. Courage. protection. Hail, fellow countrymen. We are ready to begin our quest. Hunting the dreadful night beast. Make haste. Sorry, Tex, we gotta run. Farewell, Sir Larry, Curly, and Moe. I'll be sure to tell Snow White you're gonna be late for breakfast. Ooh, now this place is cool. A nerdy 7th grader's paradise. Yeah, every weapon you'd ever need to be a level 85 World of Warlord chieftain. Mhm. Das sind jetzt also die Templer. Ein paar. Well, I don't teach go-go dance at my academy. We're more respectable than that. Ja, Gogo-Dance oder ich nicht. Das sind also die Templer, die, ja, das sind sehr. Das Muster kennen wir auch. Aus dem Golden Gate Hotel. Hier haben wir übrigens den seltenen Fall, oder das ist so 50-50. Ne? Manchmal ist der Boden genauso wie die Decke hier. Das ist anders. Und hier auch Go-Go Dance. Well, I don't teach go-go dance at my academy.
We're more respectable than that. Ja, aber hier mit den Jungs und mit den Templern und haben die nicht irgendwas erzählt von nachts auf die Jagd gehen? Sind das die Mutantenjäger? Haben die Pistole? Das ist wohl eine Bärenfalle, hm? Whoa, better tell Yogi to be on the lookout for these in Jellystone. Das ist nichts. Da haben wir einen Schlüssel. Was steht denn da drauf? Roof. It's a key to a padlock. Ein Schlüssel für ein Vorhängeschloss. Den gucken wir uns dann nochmal an. Was ist das? Das ist Fax an Bauers. Da, ja. Von einem guten Carlos. It's a padlock key. Der Schlüssel eines Vorhängeschlosses. Das hier ist. Looks like someone has already helped themselves to the items behind the counter. Tja, es gibt hier wohl die Angewohnheit, irgendwelche Platten brennen zu lassen. Ne? Irgendwelche Herdplatten. Did someone leave these on? Because they look like they're on. Ow! Yep. Ja, Text, die Platten sind an. Und das ist. Tja, Nudeln, Tomaten. Nee, komm, ist das jetzt das Schloss vom Kühlschrank hier? Padlocking the fridge is for extreme dieters only. Ja, ist das für Leute, die Diät halten. Rubber Spaghetti. Fool me once, rubber spaghetti, shame on you. Fool me twice, shame on me. Gummispaghetti. Oh, das sieht ja nach einer vollwertigen Mahlzeit aus. The half-life of Weenie World burgers is at least 20 years. Ja, 20 Jahre. Twisty. Das ist doch so ein Spiel, ne? I used to love the game of Twisty until I realized its true sinister purpose. Ah, ja, und Twister, glaube ich, heißt das, ne? Im Original. Was ist denn das? Ich kann was nehmen. What this key opens. Ich habe noch einen Schlüssel. Jetzt wird es aber ein bisschen inflationär hier mit Schlüsseln. Der Kühlschrankschlüssel. Ah, ich hätte beinahe den Vorhängeschlossschlüssel dafür benutzt. It's a padlock key for a refrigerator, for extreme dieters only. Ja. Für Refrigerator. Das sieht ein bisschen aus wie mittelalterliche Grabplatten, ne? Good Lord. They're LARPers. Das kann ich jetzt leider nicht übersetzen. Was sind LARPers? Am 11. März 1943 UFO, New San Francisco Convenience Center, Belief. Ja, wir hatten auch mal so einen UFO-Fall, ne? War das diesen... Und mit Area 51, ne? War das Martian Memorandum? Mace is still a common tool for women's self-defense. Das ist kein Pfefferspray und das... Yep, that's not diet. Das ist nicht kein Leitprodukt. Whoa, I feel like I just missed the fellowship before they headed off to Mordor. Ja, die Gefährten auf dem Weg nach Mordor. Ja, hier ist noch Rusty. Hey, where are the fun masks? I was promised fun masks. Ja, keine Fun-Masks, ne? Gut, wir sind zu fett, um hier dran vorbeizukommen. Und von der anderen Seite kriegen wir wahrscheinlich nur auf. Also gut. Wir haben ein Schloss. Padlocking the fridge is for extreme dieters only. Wir haben einen Schlüssel. Und der passt. Jetzt bin ich gespannt, was hier drin ist. Der heilige Gral. Jesus.
My God. You know what that is? It's the cup of the carpenter. It's from the Holy Land Toys collection by Robco. Batteries not included, a $10 value. Der Cache des Zimmermanns. Würde irgendwie gut zu unserer Bundeslade passen. My God. You know what that is? It's the cup of the carpenter. It's from the Holy Land Toys collection by Robco. Batteries not included, a $10 value. Ja. Ein Totenschädel. Ah, poor Rusty. I knew him well. Ist der von Rusty? Ah, ja. Ist das... Der ist doch irgendwie in irgendeiner Säure aufgelöst worden, Rusty. Gross. No one's ever removed this thing since the incident? Das ist also wohl nicht entfernt worden seit damals. Dann gucken wir mal. Auf dem Schlüssel stand Roof, ne? Wir haben Mülltonnen, wir haben einen Luftschacht. Ah, und ein Vorhängeschloss. Gucken wir es gleich an. Ne? Hier geht's nicht weiter. Roof access. Wait a second. I remember years ago, Rusty once bragged that he had a secret panel installed in the water tower on the roof to hide his smuggled illegal novelty items. I wonder if the Morlock hunters stashed their valuables there as well. So. Wir haben also einen Wasserbehälter auf dem Dach. This needs a key. Ja, wie gut, dass wir einen Key haben. Da steht nur Schlüssel für Vorhängeschloss und drauf steht halt Roof, ne? It's a padlock key. Und er passt. Auf dem Dach hier waren wir wahrscheinlich auch noch nie. Ne? Rusty's glowing zipline. I see they put Rusty's zipline back in place. How convenient. Ah, eine Zipline. Well, you're dead. Good thing you saved your game. Wait, you did save your game, right? Because there's no way I'm going through all that again. Ja, ist das Ding jetzt irgendwie... There's a mean-looking pooch behind this one. Ein Hund, der klingt wie ein kaputter Rasenmäher. Ja gut, wir haben ja die Seilrutsche. Kommen wir hier irgendwie hoch? Ja, mit gewissen Schwierigkeiten kommen wir hier hoch. Yeah, I need a zipline trolley to place on that rope. Ja, die haben wir wirklich schon seit der ersten Folge oder der zweiten. Ja. Service Panel. Ja, ist auch nicht schlecht, der Blick hier. Da werden wir wohl rein müssen. Kommen wir da irgendwie rein? Ne, kommen wir wie Hunde. Ach, der Hund ist noch betäubt. Thank you, Deutsc Machina. Deutsc Machina. Der Gott aus der Maschine. Wer es nicht kennt, das kommt aus der griechischen, aus dem griechischen Drama, oder? Ich glaube, das gab es nur in der Tragödie.
Komme ich jetzt irgendwie rein? Nee, aber da ist was. Eine Gefrierwaffe. Das ist so This is cool. definitely your coolest case War ever. das Wortspiel an sich. With freeze guns, the puns are always intended. Are you familiar with the work of Arnold Schwarzenegger? Please, have mercy. I'm afraid my condition has left me cold to your pleas of mercy. I'm gonna find a way to turn you off, I swear. You're not sending me to the cooler. Cool party? Fine, I'm done. Thank God. Ja, das ist leider. Allow me to break the ice. My name is Freeze. Learn it well, for it is the chilling sound of your doom. Let's just get this thing back to Mojo. Ja, das war jetzt eine kleine Konversation mit unserem Smart Alex, unserem Interface hier, unserem Personal Assistant. Und Tex hat, der ja immer so ein bisschen besserwisserisch unterwegs ist, und Tex hat gesagt, er wird einen Weg finden, ihn abzustellen. Aber gut, wir haben jetzt die Gefrierwaffe, das That heißt... leads to Rusty's roof. Ja, ich will aber mehr zu Rustys Erdgeschoss. Ja, wir müssen ihm ja die Gefrierwaffe geben. Haben wir jetzt eigentlich irgendwas mehr? Gucken wir uns die Waffe mal an. Gefrierkanone. A freeze gun? Could it get any more geeky? Eine Gefrierkanone. Geht es noch technisch versierter? Tja. Ist noch ein Bogen. Looks like someone has already helped themselves to the items behind the counter. Back in the Hays Code days, couples had to sleep in 2 separate sleeping bags. In Zeiten von Hays Code, aber das ist natürlich jemand, den ich nicht kenne. Gut. Naja, es geht voran. Ein wenig mühsam, aber es geht voran. You got it, didn't you? The Nitro Stalker freeze gun. So cool. My internet group is going to be so jealous. Kleiner Gefallen, strenge Warnung. Na, mal gucken, was das für ein Gefallen ist. Listen, kid. We kind of keep this on the down low. If the cops find out I gave this to you, I'm probably gonna lose my license. You can count on me. And I've already forgotten what was on that memory stick. Lips are zipped. Good enough. And, by the way, that doesn't work. Es funktioniert also nicht. Ja gut. Ja, wir kommen vom Barbecue in die Traufe. We may only get one chance, Carlos, so I wanted to go over the plan one more time. If Margaret shows up at the Ritz, call me immediately. If I'm delayed, detain her. We have to assume she won't give up the egg voluntarily, but I want to talk to her first. You know why I've given you the cryo chamber. But that has to be the very last resort. And if anything happens to me, I'll need you to contact a friend of mine. Keep it safe until I retrieve it. Well, it sounds like Mason and Margaret had a major disagreement. I need to locate both of them and get to the bottom of this. I decide to head back to my office to sort things out. Hey, cowboy. Any memories coming back yet? Not so far, but something tells me I might be missing out on some really good ones. That's solid detective work. So...
Were we dating? Dating? Oh, that's so cute. I guess you can call it that. But we were also working together in a more professional capacity. Well, now my detective skills are picking up a little sarcasm. Seriously, cowboy, you're good. I've learned a lot working with you the past couple weeks. Let me get this straight. You and I were working on a case together? Do you mind telling me about that? Not at all. You wanted a list of tenants here at the Ritz as far back as I could go. Why would I do that? It was your dreams. They were vivid before, but they were getting out of control. It's almost like they were changing you into someone else. You talked about seeing things from the past, but you wouldn't give me details. You were incredibly stressed. It was like you actually believed this apartment was haunted. You even started looking into psychometry. Psycho what? Psychometry. It's the belief that an object can contain a person's energy or memories. So, not only am I an amnesiac, but I'm a paranormal idiot. Great. Sounds crazy, I know. But then we found out about Donnelly. Who? J.T. Donnelly. It was the most bizarre thing. I'd heard you mention the name in your sleep. But then his name turned up when I checked out the previous tenants. So who is this guy? He's a private investigator, a real old school brute. He worked for some powerful, influential people, but then he disappeared around 1943. His last known address was here. San Francisco. No, here, at the Ritz in this exact apartment. Okay, that's a little bizarre. It gets bizarrier. You called me one night, raving like a lunatic, saying the walls were talking. I rushed over and found holes smashed in the wall, and you curled up on the floor in a ball. Well, I'm glad to hear I haven't changed that much. You wouldn't tell me what had happened, but after that, you wouldn't sleep here. That's when you got your new place and started to sleep there. Hold on. I have another place? Yes, you do. And it's even nicer than here. This is all crazy. I think I'm gonna sleep here tonight just to see whether it affects me in the same way. Do you want some company? Listen, Taylor, I'm beginning to see what the other me saw in you. But in my head, it's still 2043. I've got to tell you, there was somebody else. Chelsea, I know. I know how much she meant to you, Tex. Losing her was traumatic as hell for you. But she's gone. And there's nothing you can say or do or don't do that's gonna bring her back. Do you feel that? I sure do. I'm alive. And that's my heart. It's yours if you want it. And it comes with all the other bits. Ja, da haben wir ja wieder jede Menge erfahren. Also 1943 ist ein Privatdetektiv verschwunden, der genau hier in dem Ritz gewohnt hat, in unserem Apartment. Ja, Tex lebt irgendwie im Jahr 2043, also 100 Jahre später. Ja, was machen wir jetzt? Also so ganz persönlich würde ich ja Chelsea treu bleiben. Wobei mit Taylor mitgehen sicher auch interessant wäre. Ich versuche mich da irgendwie mal rauszuwinden, damit nicht vertrauenswürdig. Well, if you know about Chelsea, then you must know about my ex Sylvia.
And Sylvia believed the way to a man's heart was right through his sternum. I don't think you mentioned that. Well, it's true. And if Chelsea is really gone, then that means it's another time that I get hurt by hooking myself to a woman. So, Taylor, you are a great dame. But I'm telling you right now, it's no dice. Maybe later. Okay. 6 hours later, the rain was finally letting up. There's just too much going on here for me to do anything other than find out why my memory is lost and what happened to me over the last 7 years. Someone took part of my life, and I want to find out why. You have a fax. You have a fax. Gott sei Dank wissen wir jetzt, was dieses Sampling bedeutet. Ich habe echt gedacht, das gehört zur Musik oder hier dazu. Ja. Ja, ich finde, die Entscheidung war okay. You have a fax. You have a fax. Ja, wenn wir irgendwie im Kopf noch in 2043 sind, dann macht es ja keinen Sinn, hier irgendwas Neues anzufangen. Und siehe da, das Three Cards to Midnight hat offen. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob Archie jetzt dieses Ding betreibt. Ne? Und wir haben offensichtlich selbst die Löcher in die Wand geschlagen, weil wir hier irgendwas gesucht haben. I sure don't remember how these holes got in the wall. They look fairly recent, judging from the debris. Ja doch, wir wissen ja jetzt. Why? Gucken wir uns mal das Fax an. Damit das Ding ja nicht Ruhe gibt. Looks like Archie's back in town. I should check out his 3 Cards to Midnight shop and see if he knows anything. Ja, das haben wir ja schon aus dem Fenster gesehen. Also gucken wir mal das Fax. Fax Nummer 2 von Archie Ellis. Looks like Archie's back in town. I should check out his 3 Cards to Midnight shop and see if he knows anything. Ja, ich sollte mal... Es sieht so aus, als ob Archie wieder in der Stadt ist. Ich sollte in seinem Shop 3 Karten bis Mitternacht vorbeischauen und herausfinden, ob er etwas weiß. Haben wir sonst hier noch irgendwas? No messages on the vid Da phone. ist nichts. Ja gut, das erklärt jetzt natürlich hier zum einen die Eiersuche, oder die Sache mit den Eiern und dann mit der Psychometry, hat die gute Taylor ja jetzt gesagt. Ja, und und jetzt mit der Nichte von Louis was anzufangen. Ich weiß es nicht. McGovern footrest. Picked it up at a government warehouse sale years back, but I've never had the nerve to open it all the way. Whoa, I've never seen this much money in my life. If this is my money, what were they paying me for? Tja, wofür haben wir das gekriegt? Gut, dann gehen wir mal ins 3 Card to Midnight. Was sagt denn ja unser Teil? Aus der Vergangenheit. Das ist jetzt unser Weg. Unser Pfad. Archie Ellis is my herbal tea-loving, source for all things alien, supernatural, conspiracy theorist. Or he's just plain crazy. He ran into some trouble with the NSA on my last case. Last I knew, he was hiding out in some tropical locale with a bevy of beauties. I'm surprised he's back in town.
doing? You okay? I heard you were having some kind of amnesia. You know, most alien abductees always have some sort of memory loss. Ja, was, was sollen wir unserem guten Archie denn jetzt sagen? Unterm Radar, alte Gewohnheiten, Zeigespiel. Jetzt zeigen wir, dass wir wieder der Alte sind. Are you still into that alien thing, Archie? I mean, isn't that just a little passé? The truth never goes out of style, my friend. Now, I heard something about an injection and a head wound. Yowza! You really back off, man, because I swear I will shoot the next person who tries to touch this, okay? Okay, I'm sorry. Ouch. Ooh. So, I guess you do need some catching up then. A few months ago, I moved back here from the islands and I opened up this place. And I was hoping that you and I could hang out together like old times, but you haven't been around much. Ja, ich war nicht viel da. Mein verruchtes Verhalten, Geschichtsstunde. Ja, da habe ich schon ein paar nachbarliche Pflichten versäumt. So I haven't come by with the traditional welcome back fruit basket? I have turned into a bastard. Sounded like the same Murph to me, making jokes and putting your cigarette out in my herbal tea before I'm done with it. Fremde und Fiktion, Geschichtsstunde. Da sprechen wir mal über die Vergangenheit. Yeah, you're never gonna let me forget that one, are you? So we talked recently? Not yet, but you know I'm always ready to be Robin to your Batman. Without the homoerotic undertones, of course. Sorry, Arch, but it's a package deal. If you're gonna be in this with me, you're gonna have to be in all the way. You had me going there, Murph. Okay, Boy Wonder, I need you to enter 2 names into the Bat computer. Mason Bowers, Margaret Leonard. Well, I don't know about Mason Bowers, but Margaret Leonard? She's connected to one of the greatest mysteries of all time. I mean, you know who Nikola Tesla was, right? Nikola! The cough drop? Nikola Tesla was a genius. Probably one of the greatest geniuses ever. I mean, it was Tesla, not Marconi, who was the true inventor of the radio. He invented a Tesla coil, the AC electricity, remote control. He even pioneered cryogenics. So are we almost to the part about Margaret Leonard? Right. Well, Tesla died in 1943 when the FBI just swooped in and confiscated all his papers and designs. Then in about 2012, all this stuff, the Tesla cash just disappeared. And you want to know who the #1 suspect was? Margaret Leonard. No, an FBI agent named Charles Johansson. Now, I know they could never prove that he did it, but then he quits the FBI and joins some Tesla fanatic group called the Tesla Legacy Society, a group dedicated to making the world better through technology. And that's where he meets Margaret Leonard. Bingo! They fall in love, they get married. I think they even had a kid together. So where's Margaret now? Not a clue. Johansson died a couple years later, cancer, I think. And after that, Margaret just dropped out of circulation. So all this happened, what, 37 years ago. I mean, no one's found the Tesla cash since then? It's one of the great mysteries, the lost inventions of Nikola Tesla. What's the big deal with the Tesla inventions? I mean, there must be some reason they were never made. Oh, you ever hear of a little thing called Tunguska? Have I ever? Picked up a bad case when I was down in Mexico. It's where I learned the phrase, Baños, rapidos, ándale muchachos, vámonos! Oh, Murph, you're too funny. You know, in 1890s, Tesla conducted an experiment and created a resonance frequency.
You know, like a big vibration, and it nearly took out a whole chunk of New York City. And then in the 1900s, he began to work on what he called a teleforce beam. The press called it, a death ray, cooler name. But a few years later in Russia, remote area called Tunguska, something caused an explosion 1,000 times greater than the atomic bomb. 1,000 times greater than the atomic bomb 40 years before we invented it? But that was the last anyone ever heard of the death ray. Tesla never got funding. Instead, they made him out to be some crackpot, and he was broke for the rest of his life. Some people think the plans for it were part of the Tesla cash. Just think how much someone would pay to get their hands on that. Ja, jetzt sind wir ja voll im Geschehen, also um Tesla. Jetzt wissen wir ja auch, warum diese Episode von Text Murphy Tesla-Effekt heißt. Ja, dann fangen wir den guten Archie mal an auszuhorchen. Erstmal über uns. And I'll never forget what you did tipping me off before that whack job NSA guy could get me. Aber das mit dem in den Tee aschen, das fand ich natürlich irgendwie, das hat mir gefallen. Was weißt du denn vom Ritz Hotel? Seems nice. Ja, das ist ja erschöpfend. Was gibt's von dir so zu wissen? You know me, Murph. Always up for an adventure. As long as I don't have to go anywhere. Ein richtiger Held, ein richtiger Held. Und was ist das hier für ein Schuppen? You like my shop? Kind of like my old one, the Cosmic Connection. But I had to change the name in case, the NSA and all that. Ja, gab's den Laden Cosmic Connection? Oh, erzähl mir was von Louis. I eat at the brew and stew all the time. Das ist löblich. Und unser Gedächtnisverlust? I actually wouldn't mind forgetting a few years of my own life, mostly my teenage years. Tja, ich kenne da jemanden, der dir helfen kann mit der Vergesslichkeit. Wir haben gar nicht mehr... Wie hieß sie noch? Die gute Taylor haben wir gar nicht mehr auf der Liste. Was sagst du zu unserem Hologramm? Yeah, oh, that's the hollow babe at the Golden Gate. Yeah, Mojo is warm for her form, or lack thereof, as it were. Ja, Mojo hat ein starkes Interesse an ihr. Und Rook. He's not very friendly, is he? Ja, das ist jetzt noch sehr, sehr freundlich ausgedrückt. Inspector Burns, erzähl mal. My little buddy Mojo works over there. We hang out a lot, but I can't stay there too long. Something makes my eyeballs burn. Ja gut, dass ihr beide befreundet seid, das hätte ich mir eigentlich denken können, ne? Du und Mojo. Die Frau vom Foto, das Foto haben wir schon gar nicht mehr. Gosh, you'd think a sidekick would be a little more helpful, huh? Was hat er jetzt gesagt? Gosh, you'd think a sidekick would be a little more helpful, huh? Ja, das war jetzt nicht besonders... Das war jetzt keine große Hilfe. Ja, die Frostpistole, das Thema ist ja eigentlich auch durch, ne? Don't know about that. Ja. J.T. Donnelly. Also unser Vormieter sozusagen im Ritz. Donnelly's kind of a mysterious character. He was a private detective Tesla may have hired not long before he died. There's a mention of it in one of Tesla's letters. Aha. Tja, diesmal gibt es wohl einige an Privatdetektiven hier in der Story. Was weißt du von meinen Träumen? No, both aliens and ghosts can communicate through their dreams. It's a proven fact.
Sehr gut. Wir sprechen also mit Außerirdischen oder Geistern. Weißt du noch was über Margaret Leonard? I've been checking my sources, but no one's heard a thing about her in years. Ja, vor kurzem war sie noch hier, ne? Charles Johansson. He died like 40 years ago and either left the Tesla cash with Margaret Leonard or somebody else, or he took it to the grave. Oder das. Wir werden am Ende ja nicht noch ein Grab ausbuddeln müssen. Und wo ist der Cache oder das Versteck? The Tesla cash is right up there for me. Oh, and the death ray? Well, the name says it all, doesn't it? Ja. Schon wieder ein neuer Name. Haben wir irgendwas in den Wänden gesucht? Irgendwelche Hinterlassenschaften? Ja, wie passen die Russen da ins Bild? Und dieses Fabergé-Ei, da hat er doch auch noch irgendwas drüber gesagt, unser Dr. Bowers. Ja, confusing, very confusing. As I leave, Archie hands me an old photograph of Margaret Leonard. Maybe someone else on Chandler will recognize her from the picture. Haha, wir gehen wieder Türklinken putzen. Dann gehen wir erstmal zu unserer guten Holly. Die ist ja immer sehr auskunftsfreudig. Und auch immer da. Hey Tex, how's your case progressing? Es ist kompliziert, sagen wir mal so. Guck mal hier, die Frau auf dem Foto. Sorry, I don't know a lot of people, except the ones that come in here. Ja, schade. Apropos Foto, haben wir die jetzt irgendwie im Inventory? Ja, da haben wir sie. Die erinnert mich jetzt an eine von den Golden Girls, ne? Wenn irgendwie. I wonder if anyone else on Chandler Avenue has seen Margaret Leonard. Vielleicht hat jemand anders auf der Chandler Avenue Margaret Leonard gesehen. Ja. Das sieht aus wie die eine von den Golden Girls. Ich gehe hier nochmal rein. Vielleicht sind wir uns ja da. Nein, da hat sich nichts geändert. Rook hat zugemacht. Aber der Electronic Shop hat noch offen. Not again. You're gonna get me fired. Or worse. Tja. Das Leben ist halt kein Streichelzoo, ne? Guck mal hier das Foto. Kennst du die? I remember her. Sweet little old lady. Used to see her around the neighborhood years ago. Don't remember the last time I saw her. Aha. Die hat sich also hier rumgedrückt. It's real good having you stop in more regular. How can I help you? Ja. Ich habe so komische Träume. Kannst du mir dazu was sagen? I know you was having bad dreams way back when. But I didn't hear nothing else about him after, you know, the thing with Chelsea happened. Und was ist mit der guten Frau Leonard? Kennst du die? Oh, I know this little lady. Haven't seen her around in quite a while, but she used to come in pretty regular. I think she lived at the Ritz, at least for a time. She and Chelsea were real friendly. Pretty sure her name wasn't Margaret Leonard, though. At least that ain't the name she told me. Okay. Sie hat im Ritz gewohnt.
Das ist doch mal interessant. Na, ich hoffe, der gute Clint ist jetzt wieder an seinem Arbeitsplatz. Ah, die Klingel ist da. Hervorragend. Gibt es hier was zu gucken? Nein. Aber Clint. If you were looking for me earlier, I wasn't here. Ja, das haben wir gemerkt. Sonnenseite, das offensichtliche Erwidern, Detektivarbeit für Anfänger. Das Well, offensichtlich. it's not like you're gonna just sit around here waiting for me to ask questions, right? Yeah, that wouldn't be very realistic, would it? So what can I do for you? You recognize the woman in this photo? Oh, nice. I think I saw her in a Playbook from 1996. Is this your girlfriend? Ja, dafür, dass die hier gewohnt hat, ist das jetzt eine etwas überraschende Antwort. Auf der Jagd nach dem alten Weib, Detektivarbeit für Fortgeschrittene, Spieß umdrehen. Not yet, but I'd like to take her out for dinner and drinks, and well, then we'd go from there. I'm just kidding about this woman being your girlfriend. She's actually mine. No, I'm kidding again. This is Margaret Leonard. She's had a room here at the Ritz forever. She used to live here, but I haven't seen her in years. So, she may not be here anymore, but she auto-pays her rent. So it's all good. Any chance you can get me into her apartment? Not a chance in hell. I let her install her own security system, just like you, except hers is a real one. I can't tell you which apartment it is, but you won't get in without a passcode or a personal invitation. Maybe I could try to help you with something else. So. Das ist also die Tür mit diesem elektronischen Schloss da dran. Über die Frostpistole weißt du sicher nichts. Ne? Can't help you with that. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber über Margaret Leonard weißt du was. All I know about her is she's got a room here. I hardly ever see her, so I don't know when she's here and when she isn't. Aber sie überweist noch die Miete. I'll bet she was something back in the day. Way back in the day. Ja, vor 40 Jahren oder so. Ja gut, das hilft uns ja schon mal weiter. Da gucken wir nochmal an die Tür. Vielleicht ist verschwunden. Gucken wir uns das doch nochmal an. Hier. Nein, das ist Quatsch. Das war hier im zweiten im ersten Obergeschoss. Diese Tür hier. 2C. Uh-oh. That doesn't look good. Blutiger Handabdruck und ein... Ach, da steht sogar Lennart. Yeah, needs a key. Haben wir irgendwas gefunden? Ich schätze aber mal gerade nicht, ne? Wir haben ja noch diese scheiß Petrischale. Von der ich keine Ahnung habe, wie man die sauber macht. Sollen wir die nochmal zurückstellen in die Mikrowelle? Das Ding Guess I better not be too creative, because it won't work. Tja. People who stay here at the Ritz don't want to be found. Ja, wer im Ritz wohnt. Yeah, needs a key. People who stay here at the Ritz don't want to be found. Moment. Das ist ihr Fenster, was da auf die Gasse geht.
uns das irgendwie weiterhilft. Da ist gar kein Hinweis drauf. Also ich würde ja mit so einem Flugauto mal da hochfliegen und durchs Fenster gucken, beziehungsweise da könnte man ja dann noch einsteigen. Das da müsste auch ihr Fenster sein. Schwierig. Jetzt hat Rook wieder offen. I've been thinking, Murphy, perhaps I should confide something to you. Oh, this should be good. You believe Maldonado is spying on you, but it could have been someone else. Not Margaret Leonard by any chance. How did you know? Do the words P.I. mean anything to you? Margaret may be in grave danger. I've tried to contact her, but to no avail. Gosh, if only we knew someone with some detective skills. Do you know how to get into her apartment? No, but she may have left a clue. Some time ago, she left this in my care. It's for you. For me? She wanted you to have it in case anything happened. Buch bei Nikola Tesla, soweit ich gesehen habe. Ja gut, dann horchen wir ihn mal aus. I met Margaret years ago. She was a woman of secrets. Ja, hier hat sie sich dann auch sich mit dem richtigen Namen vorgestellt, nur bei Louis nicht. Weißt du irgendwas über Teslas Cash? I have an interest in Tesla collectibles, so yes, I've heard of it. And no, I don't know where you could find it. Ja, wäre auch so schön gewesen. Und das Foto? I met Margaret years ago. She was a woman of secrets. Ja, jetzt eine geheimnisvolle Frau. Wir haben jetzt ein Buch hier. The Genius of Nikola Tesla. Aha, wir haben ein Rätsel. Chapter 2. The Life of Nikola Tesla. Sein Leben war ein Sudoku, oder wie? Was haben wir hier? That's an old Magic Square grid code. Row and column totals are the key. Zeilen- und Spaltennummern sind der Schlüssel. Also was hat er jetzt gesagt? Nummern? That's an old Magic Square grid code. Row and column totals are the key. Also die Summe. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine komplette Spalte, 1491. Also es sind dann 10, 14, 15. Dann gehen wir nochmal raus. Dann gucken wir uns nochmal an. Die 9 hat sich natürlich behalten. Das ist ja 15 haben wir hier. Müssen wir hier auch auf 15 kommen. Was haben wir hier? 3, 2, 3, 7, 10, ja auch 15. Können wir das hier ergänzen? 6, 1, 2, 7, 8, 9. Brauche ich mir eine 6, ne?
15. Was haben wir hier? 1167, 2, 8, 15. Ah, die sind offensichtlich gleich. Ja, das ist natürlich 9 und 15, 14. Dann sind das Maschine 1, ne? 15. Was haben wir hier? 4, 1, 1 sind 7. Brauche ich nur 8. Und hier haben wir 7, 10. Brauchen wir eine 5, ne? Ja, das war jetzt nicht so schwierig. Wir haben einen Schlüssel, ne? Schlüssel von Margaret Leonard. Why would Margaret Leonard leave me a key? Ja, weil wir so ein guter Kerl sind, vermutlich. Oder weil wir im Ritz wohnen. Vielleicht, weil wir so nett so blind waren. Aber ist doch egal. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie es weitergeht. Needs a key. Genau, Tex. Wir brauchen einen Schlüssel. Nee, ne, es ist eine Pistole, wo Peng draufsteht. Gott, die Tür des Todes. Nee, eine Säge. Es ist so eine Chirurgensäge. Was she blind when she picked these out? Ach komm. Uh-oh. Das That sieht doesn't nicht look gut good. aus. Ja, das, That chair looks comfortable. Too comfortable. mhm. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Oh, there's a flower for each month of the year. It's a business card for someone named Count Saint Germain. Eine Visitenkarte eines Herrn Grafs Saint-Germain. Ja gut, die hätte jetzt ruhig mal 2 Seiten haben können. It's a business card for someone named Count Saint Germain. Da müssen wir wieder ein bisschen rumfragen hier. Das hier ist exakt gar nichts. Ein Herd, ein ausgeschalteter Herd, das ist natürlich hochverdächtig. Ein ausgeschalteter Herd, das... Das hat es ja bisher noch nicht gegeben im Spiel, ne? Was haben wir denn hier? Ah, ein Rätsel. Das hat doch was mit diesem Blumenposter da zu tun. Das ist die Rose. Rose, die Januar. Was ist das? September. April.
Das ist Juni, okay, gucken wir mal. Du bist Januar. Also. Das ist eigentlich Position 1, ne? Juni, die September. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die habe ich vergessen. There are 12 positions for each of the flowers on the box. I wonder if there's something around here that could help me out. Ja, das wissen wir ja schon. Komm, ab raus. Dann gucken wir mal. Gelbe Blume ist Januar. Das ist September. Die da ist April. Die Rose ist Juni. Gut. Schaffen wir, das funktioniert so. Ah, das hast du sogar gemerkt, sehr schön. September, April, Januar, Februar, März, April. It's a picture of someone named Mantis. Mantis. Und andere Bilder, die uns nicht interessieren. Wer ist Mantis? Kann mich nicht lesen. It's a picture of someone named Mantis. Margaret Leonard hat einen Patienten namens Mantus, mit dem es anscheinend rasant bergab geht. Ja, der hat auch diese Deformierungen. Und bei Bowers, der hat doch auch irgendwas gesagt davon, dass es auf der rechten Wange anfängt. Das mit dieser Kryogenik zu tun hat, wo dann wieder Tesla ins Spiel kommt. Ja, und wenn Tesla für das Tunguska-Ereignis verantwortlich ist, dann ja, dann wissen wir auch, was die Russen damit zu tun haben. Tja. Kommen nicht am Bett vorbei, aber wir hören. Wir sind aber nicht direkt hier unten drunter. Was blinkt denn da zur Hölle? Ach, das ist die Lampe. Komm, dann gucken wir mal, was hier drauf ist. Looks like Margaret Leonard had a video journal. I'll need to find a memory stick to use on the vid player to watch them. Und schon wieder brauchen wir einen Memory Stick. Ja, aber haben wir nicht jetzt doch einen Memory Stick? Ja, was ist denn mit dem Memory Stick jetzt von Mojo?
Achso, das haben wir uns ja angeguckt. Das war ja die Videonachricht hier von Herrn Dr. Bauers. Ja, das Bett hilft uns leider überhaupt nicht weiter. Der Stuhl nicht, der Tisch nicht. Aber wir haben hier noch eine Tür und eine Knochensäge. As I walk in the bathroom, I realize there's something wrong here. Something terribly wrong. Terribly wrong. Was ist denn terribly wrong? Ah, der Vorhang. Der Duschvorhang. Das ist bei Tag 4. Wieso ist das Ding ja so schwarz? Haben wir darüber noch was angezeigt bekommen? Hier ein Mensch ohne Kopf. Dreckige Toilette. Sie hat jetzt aber keine Baseballkarten versteckt. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen geschmacklos. Ein umgestürzter Hocker. Es hat ja jemand den Kopf abgesägt. Scheint ja offensichtlich eine Frau zu sein. Warum? Guck mal. Moment. So. Well, I think I found Margaret Leonard. Well, most of her. Das meiste von ihr, ja. Well, I think I found Margaret Leonard. Well, most of her. Deswegen haben wir jetzt immer noch kein Memory Stick. Well, hello, boys. Mr. Murphy, you need to come with us if you want to live. Seriously? Just kidding. What was going on in there? You know the drill. Why do so many people around you end up dead? Tja, da sitzen wir wieder. Noch ein Tatort, noch eine Leiche. Wir versuchen uns wieder rauszureden. Ja, es war halt unvermeidbar. Well, everybody dies eventually. But not all at once. Did you kill Margaret Leonard? PI 303. Zaubershow. Krank und verdreht. Ist das eine Regel hier? PI 303 aus einem Regelbuch für Privatdetektive? Come on, Danwich. If I killed her, what'd I do with her head?
He did? But we keep walking in on you with all these dead bodies. You must be the unluckiest guy in the world. Ja, das bin ich wohl. Der übliche Verdächtige. Ja, aber ich habe doch kein Motiv, ne? Whoever offed Margaret Leonard either hated her guts or was completely bonkers. I mean, why would someone decapitate her? I don't care why, I just want to know who. Wait a second, how do we even know it's Margaret Leonard? I mean, maybe that's why they took the head. Yeah, that might have worked 100 years ago, but now we've got apps for that. We've already got a positive ID. It's kind of fun, isn't it? I mean, kind of working together, bouncing ideas, sharing information. I mean, what if I said I had some information might help your investigation? I'd say you were withholding evidence. No, I said I might have something. No, you said you had something that might help. Yeah, oops. Look, Danwich, you seem like a stand-up guy, and I know you don't want any vigilantism, so I'll play it by the book. I think I have video that might have been shot by the guy who killed Margaret Leonard. I'm just gonna hand it to you and hope you'll cut me some slack. It's on your smart, Alex? Let's have it. The guy in the video's Mason Bowers. And this is the guy you think was abducted. The problem is there's no evidence of anyone being abducted, so I can't investigate. My hands are tied. Well, mine, as you see. I may have seen this guy before on some kind of surveillance video. A surveillance video, you say? The video could have shown you in your apartment talking to an elderly lady. There may have been another man there as well, a mutant of some kind, who might have jumped you. The elderly lady, in theory, could have appeared to have injected you when you were restrained. In the ensuing struggle, you might have been knocked out on the fire escape. And when would Bowers have shown, hypothetically? Right after you were knocked out, tore through the apartment in pursuit of the old lady. So everything that I've told you matches up, and we're both looking for Mason Bowers. Are you familiar with a program called VCT, Vehicle Compliance Tracking? All cars come with sensors that report when one is out of compliance. For example, when you have your right front headlight shot out, if you could access the VCT database, which is illegal and highly inadvisable, you would find a list of all vehicles with the right front headlight shot out. If you could provide more information on the vehicle, you can access an ID and an address from the registration. Any chance this might have been the vehicle seen in the Maldonado surveillance video? I gotta get back to work, Murphy. If you got questions, ask them. And then stop wasting my time with this speculative nonsense. Ja, ich versuche mir jetzt gerade einen Reim drauf zu machen. Also in unserem Apartment lebte dieser Privatdetektiv zu der Zeit, als Nikola Tesla starb. Haben wir vielleicht die Aufzeichnung von Nikola Tesla in den Wänden gesucht? Hat man da irgendeinen Hinweis drauf? Ja gut, da fragen wir den Kollegen hier erstmal aus über Zack Williams.
I know who Zach Williams is, and who his associates are. I'd advise you to keep your distance. Ja, aber so schlimm ist er ja nicht. Ne? Ist ja auch schließlich auch ein Nachbar. Das Foto von der Frau. Don't recognize the face. Sorry. Das war das Foto von Ariel Bauers. Also hier muss man ja schon ganz schön auf sich einen ganz schön guten Namen merken können. Und Frau Margaret Leonards Foto. That's Margaret Leonard? I'll have to take your word for it. Ja, so sieht's halt mit Kopf aus, ne, auf dem Foto. Der verdächtige Raser. A speeder with a broken headlight on the front passenger side? No idea what you're talking about. Ja gut. Wir müssen jetzt auf eine Datenbank zugreifen. Vielleicht kommen wir da mit Mojo noch mal ins Geschäft. Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. As soon as I got back from the new San Francisco Police Department, I had an urgent message from Rook. It seems Rook had a soft spot for Margaret and wanted to bring her some justice. He told me he had another interested party in the Tesla cache, a Count Saint Germain, who was staying at the Golden Gate Hotel. Maybe he could divulge some answers. One hears a great deal about Tex Murphy on Chandler Avenue. To what do I owe this pleasure? Word is you're a big fan of Nikola Tesla, or at least his stuff. Yes. Your local pawn shop has a remarkably extensive offering of Tesla paraphernalia. Certainly the largest cache I've found this side of Belgrade. You mind if I ask what your interest is in Tesla? I gather you're at least somewhat familiar with the story of the Tesla cache? I believe some of the items Rook has were part of the Tesla cache, but he refuses to divulge how he obtained them. I presume from Margaret Leonard, or some third party who got them from her. Shocking. Rook normally would cut off his right arm if he thought somebody'd buy it. I've spent many years searching for something. My hope is to find a clue as to its whereabouts in Tesla's letters or journals. But the trail has led me here. Tell me, Mr. Murphy, do you know the name J.T. Donnelly? Yeah. I mean, I just heard about it, but he was a PI, and he lived around here back in the 1940s. At the Ritz, in the very room in which you now live. An intriguing connection. Yeah, I mean, it's interesting and maybe a little weird, but it's not a connection. But it's so much more than that. Back in Donnelly's time, there was a man known as the Sleeping Prophet, Edgar Casey. He made a compelling case for the belief that most of us have lived past lives. You're losing me. Come now. You've said on more than one occasion that you felt as if you'd been born a century too late. A man out of time, as it were. Tell me, do you have disturbingly realistic, vivid dreams of another era? What? You know about my dreams? I must be getting incredibly broad-minded in my old age. So what are you saying? I was J.T. Donnelly in a former life? We could explore that possibility, but first, have eggs ever appeared in your dreams? Oh, I love eggs, of course. Poached, over easy, scrambled. I mean, they're certainly nature's wonder food. There are affordable accommodations in better parts of the city. Something could have been drawing you specifically to the Ritz. Don't you agree? Yeah, cheap rent. Could you maybe help me out with these memories? Help me interpret these dreams? If you could find this egg, or even put me on its trail again, I have certain techniques, such as regression and channeling, that could help you recall past events. And, I should add, the egg is worth a fortune, which I would gladly pay. We talk for a few minutes longer, but I tell him I need to get back to the case.
This is way beyond my comprehension. Mystical eggs? Mind regression? Past lives? It's boggling. Margaret spoke of an egg being held by a religious fanatic who prays. Was it the Tesla egg I found in the wall at the Ritz? If so, it would have been there for over 100 years. Does it have some sort of channeling power from the person who possessed it? Well, Mason Bowers is still the key. I need data for the VCT so I can find out who kidnapped him. I better start asking around. Time for some good old-fashioned detective work. You should talk to potential witnesses and see if they know anything about the suspicious vehicle involved with the abduction. Ja, wir haben immer noch die Taschenlampe an. Ja, also haben wir doch tatsächlich dieses Ei gefunden in der Wand von unserem Apartment. Ja, es wird immer mysteriöser. Jetzt wissen wir auch, wie Tesla da in das Spiel passt. Und Drew hat offensichtlich auch was damit zu tun. Wahrscheinlich die gute Margaret hat vielleicht mit Drew gedealt. Immerhin hat er sehr nett von ihr gesprochen. Das macht er nicht bei jedem. Gut. Das ist auch schon wieder sehr lang geworden, die Folge. Ja, ich würde sagen, den Spuren nach dem Schatz oder dem Vermächtnis von Nikolaus Tesla, dem widmen wir uns in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis demnächst. Ja. Tschüss.